Hallo. Dieses Video ist ein geheimes Werkzeug für schnelleres Deutschlernen. Warum? Weil hier jedes Wort, das du hörst, im Untertitel farbig aufleuchtet. Dein Gehirn verbindet Ton und Schrift blitzschnell. So merkst du dir Vokabeln fast automatisch. Wenn du also heute wirklich etwas behalten willst, bleib dran und sieh selbst, wie einfach es sein kann. Hallo und willkommen bei Kostenlos Deutsch üben, dem Podcast für Lernende, die Deutsch mit mehr Selbstvertrauen und Freude sprechen möchten. Ich bin Eddie und ich bin hier, um dir zu helfen, Schritt für Schritt, Tag für Tag natürlicher Deutsch zu sprechen. Ich werde langsam und deutlich sprechen, damit du mir folgen und nachsprechen kannst. In der heutigen Folge sprechen wir über etwas sehr Einfaches, aber sehr Kraftvolles, wie du jeden einzelnen Tag Deutsch üben kannst. Selbst wenn dein Leben stressig ist, selbst wenn du schüchtern bist, selbst wenn du nicht in einem deutschsprachigen Land lebst. Viele Menschen denken, sie müssten nach Großbritannien oder Amerika ziehen, um gut Deutsch zu sprechen. Aber das ist nicht wahr. Du musst nicht in London leben. Du brauchst keinen Muttersprachler neben dir. Du musst nicht jeden Abend stundenlang lernen. Was du brauchst, sind kleine, intelligente Schritte. Schritte, die leicht zu wiederholen sind. Schritte, die in deinen Alltag passen. Schritte, die dir helfen, dich wohler, natürlicher und selbstbewusster im Umgang mit Deutsch zu fühlen. Also, lass uns beginnen. Beginnen wir mit einer einfachen Frage: Was ist Shadowing? Vielleicht hast du das Wort schon einmal gehört, Shadowing. Vielleicht auch nicht. Shadowing ist eine der besten Techniken, um dein Sprechen und Hörverstehen gleichzeitig zu verbessern. Es ist einfach und sehr effektiv. So funktioniert es: Du hörst jemandem zu, der Deutsch spricht, wie mir gerade jetzt, und du versuchst genau das zu wiederholen, was er sagt. Du hältst nicht inne. Du übersetzt nicht in deinem Kopf. Du schlägst nicht im Wörterbuch nach. Du kopierst einfach den Klang wie ein Echo. Du versuchst, die Wörter mit derselben Geschwindigkeit, demselben Ton und demselben Rhythmus wie der Sprecher zu sagen. Lass es uns zusammen versuchen. Ich sage einen Satz und du sprichst mir nach. Ich möchte fließend Deutsch sprechen. Jetzt du. Ich höre jeden Tag Deutsch. Jetzt du. Shadowing hilft mir, besser zu sprechen. Jetzt du. Sehr gut. Das ist es. Das ist Shadowing. Zuerst fühlt es sich ein wenig seltsam an. Vielleicht verstehst du nicht alles, was du hörst. Das ist in Ordnung. Beim Shadowing geht es nicht darum, jedes Wort zu verstehen. Es geht darum, dein Gehirn und deinen Mund zu trainieren, auf Deutsch zusammenzuarbeiten. Es hilft dir, dich an den Klang des Deutschen zu gewöhnen, an seine Bewegung, wie es sich in deinem Mund anfühlt. Wenn du das oft machst, selbst nur 5 Minuten am Tag, wirst du anfangen, schneller, klarer und natürlicher zu sprechen. Es ist eine kleine Gewohnheit mit großen Ergebnissen. Nun sprechen wir über die Hauptfrage: Wie kannst du jeden Tag Deutsch üben? Viele Lernende sagen mir: Eddie, ich will lernen, aber ich habe keine Zeit. Ich bin immer beschäftigt. Ich werde nervös, wenn ich spreche. Ich weiß nicht, wie ich anfangen soll. Und ich sage immer: Du brauchst nicht viel Zeit. Du brauchst keine perfekte Grammatik. Du musst nicht auf den richtigen Moment warten. Du musst nur anfangen. Lass mich dir 5 einfache und kraftvolle Wege geben,
wie du jeden einzelnen Tag in deinem echten Leben Deutsch üben kannst, egal wo du bist. Tipp Nummer 1: Höre jeden Tag Deutsch. Das ist der wichtigste Schritt. Wenn du besser sprechen willst, musst du jeden Tag mehr hören. Nicht einmal pro Woche, nicht nur im Unterricht, jeden Tag. Zuhören hilft dir, neue Wörter zu lernen. Es hilft dir, den echten Rhythmus des Deutschen zu hören. Es trainiert deine Ohren, schneller zu verstehen, und es hilft dir, dich daran zu gewöhnen, wie echte Menschen sprechen, nicht nur das Deutsch in Lehrbüchern. Also, wie kannst du es tun? Du kannst Podcasts wie diesen hier hören. Du kannst deutsche Musik hören. Du kannst Videos auf YouTube schauen. Du kannst kurze Geschichten oder deutsche Nachrichten für Lernende hören. Du musst nicht 100% verstehen. Lass einfach die Klänge in deine Ohren dringen. Selbst wenn du nur 30% oder 50% verstehst, ist es immer noch nützlich. Du kannst beim Gehen, Putzen, Kochen, Trainieren oder Ausruhen zuhören. Nur 10 bis 15 Minuten am Tag reichen aus, um einen Unterschied zu machen. Mach Deutsch zu deiner Hintergrundmusik. Tipp Nummer 2: Shadow, was du hörst. Jetzt, wo du zuhörst, ist der nächste Schritt, deine Stimme zu benutzen. Zuhören ist großartig, aber sprechen, so wirst du stark. Nachdem du einen Satz oder einen kurzen Teil eines Audios gehört hast, wiederhole ihn. Kopiere die Stimme. Passe den Rhythmus an. Zum Beispiel: Ich möchte besser in Deutsch werden. Wiederhole. Ich verstehe nicht alles, aber ich mache weiter. Wiederhole. Ich verbessere mich nach und nach. Wiederhole. Mach das täglich. Wiederhole dieselben Sätze immer wieder. Du wirst bemerken, dass dein Sprechen flüssiger wird. Deine Aussprache wird klarer. Du fühlst dich selbstbewusster. Und denk daran, es muss nicht perfekt sein. Es muss nur geübt werden. Tipp Nummer 3: Denke auf Deutsch, einen Gedanken nach dem anderen. Dies ist eine der größten Veränderungen, die du vornehmen kannst. Fang an, auf Deutsch zu denken. Zuerst ist es schwierig. Du willst aus deiner Muttersprache übersetzen, aber Übersetzen kostet Zeit und es verlangsamt uns. Also, wie fangen wir an, auf Deutsch zu denken? Beginne mit kurzen, einfachen Sätzen. Sage sie in deinem Kopf. Wenn du aufwachst, es ist morgen. Ich bin noch müde. Ich brauche Kaffee. Wenn du nach draußen gehst, der Himmel ist blau. Die Luft ist kalt. Ich sehe einen Hund. Während deines Tages, ich arbeite. Ich bin müde. Ich will nach Hause. Das sind kleine Gedanken, aber sie helfen deinem Gehirn, sich direkt mit Deutsch zu verbinden. Keine Übersetzung, keine Verzögerung. Später versuche, sie laut auszusprechen. Flüstere einfach oder sprich leise. Es ist wie eine tägliche Unterhaltung mit dir selbst auf Deutsch. Tipp Nummer 4: Lies laut. Trainiere deine Sprechmuskeln. Leises Lesen ist gut, aber lautes Lesen ist besser. Es hilft deinem Mund, deiner Zunge und deinem Gehirn, zusammenzuarbeiten. Wähle kurze, einfache Texte, ein Kinderbuch, eine deutsche Geschichte für Anfänger, einen Dialog aus einem Video oder Podcast. Lies ihn langsam und deutlich. Dann lies ihn noch einmal ein bisschen schneller. Dann noch einmal mit mehr Ausdruck.
Stell dir vor, du bist ein Schauspieler. Das hilft deiner Aussprache, deiner Flüssigkeit und deinem Selbstvertrauen. Es ist wie ins Fitnessstudio gehen, aber für deine Sprechmuskeln. Tipp Nummer 5: Verwende Deutsch in deinem Alltag. Lass mich dir etwas sehr Wichtiges sagen: Wenn du gut Deutsch sprechen willst, solltest du nicht nur Deutsch lernen, du solltest mit Deutsch leben. Was meine ich damit? Ich meine, dass Deutsch nicht nur etwas sein sollte, was du 30 Minuten am Montagabend machst. Es sollte nicht nur in deinem Klassenzimmer oder in deinem Lehrbuch stattfinden. Es sollte Teil deines echten, täglichen Lebens werden, genau wie dein Morgenkaffee oder deine Lieblings-App. Je mehr du Deutsch siehst, hörst und in deinem Leben benutzt, desto natürlicher wird es werden. Nun lass mich dir einige einfache Wege geben, dies zu tun, selbst wenn du sehr beschäftigt bist. Erstens, ändere die Spracheinstellungen deines Handys auf Deutsch. Du schaust wahrscheinlich viele Male am Tag auf dein Handy, vielleicht 50, vielleicht 100 Mal. Warum also nicht diese Zeit zum Lernen nutzen? Wenn du die Sprache deines Handys auf Deutsch umstellst, siehst du jedes Mal, wenn du es öffnest, deutsche Wörter. Du wirst Wörter lernen wie Einstellungen, Flugmodus, Helligkeit, Update, verfügbar, löschen oder herunterladen. Du musst diese Wörter nicht lernen. Du siehst sie einfach viele Male und bald merkt sich dein Gehirn sie. Es wird natürlich. Das nennt sich passives Lernen und es ist sehr hilfreich. Zweitens, schreibe jeden Tag ein kurzes Tagebuch auf Deutsch. Du musst keine langen Aufsätze schreiben. Schreibe einfach 3 kurze Sätze über deinen Tag. Zum Beispiel: Heute bin ich zur Arbeit gegangen. Ich war sehr müde. Ich habe 2 Tassen Kaffee getrunken. Es hat heute Morgen geregnet. Ich bin zu Hause geblieben. Ich habe ein deutsches Video geschaut. Das ist eine großartige Übung, um einfache Satzstrukturen aufzubauen und echten Wortschatz aus deinem täglichen Leben zu verwenden. Wenn du das jede Nacht nur 5 Minuten lang machst, wirst du dich mehr verbessern, als du denkst. Du kannst in ein kleines Notizbuch schreiben oder dein Handy benutzen. Du kannst sogar einem Freund schreiben, der auch Deutsch lernt, und er kann zurückschreiben. Drittens, nimm jeden Tag eine einminütige Sprachnachricht auf. Das ist einer meiner Lieblingstipps. Am Ende deines Tages öffne dein Handy und nimm dich selbst beim Sprechen auf. Sprich einfach 1 Minute lang. Sprich über deinen Tag, deine Pläne, deine Gefühle oder etwas, das du gelernt hast. Zum Beispiel: Heute war stressig. Ich hatte morgens ein Meeting. Ich habe für meine Familie Mittagessen gemacht. Abends habe ich ein kurzes deutsches Video geschaut. Es ist okay, wenn du Fehler machst. Niemand anderes muss es hören. Das ist nur für dich. Wenn du dir selbst zuhörst, lernst du. Du hörst deine Aussprache, du hörst deine Grammatik und du wirst anfangen, deine häufigen Fehler zu bemerken, und du kannst sie das nächste Mal korrigieren. Das baut Selbstvertrauen, Flüssigkeit und Selbstwahrnehmung auf. Viertens, tritt einer Online-Gruppe für Deutschsprechende bei. Du musst nicht auf ein Klassenzimmer warten. Du kannst andere Deutschlernende online finden. Tritt einer WhatsApp-Gruppe bei. Tritt einem Telegram-Kanal bei. Benutze Websites wie Tandem oder Facebook-Gruppen für Deutschlernende. Du kannst kurze Nachrichten schreiben. Du kannst Sprachnachrichten senden.
Du kannst Fragen stellen und beantworten. Selbst das Lesen dessen, was andere Lernende schreiben, kann hilfreich sein. Das lässt Deutsch lebendig wirken. Es wird zu einer Möglichkeit, sich zu verbinden, nicht nur zu einem Schulfach. 5. Schau kurze Videos und wiederhole die Sätze. TikTok, Instagram Reels und YouTube Shorts sind voll von kurzen, einfachen deutschen Videos. Du kannst Videos über Reisen, Essen, den Alltag oder sogar lustige Clips wählen. Alles, was dir gefällt. Schau dasselbe Video 2- oder 3-mal. Dann pausiere und wiederhole die Sätze, die du hörst. Versuche, die Stimme, die Art zu sprechen, ihren Ton, ihre Geschwindigkeit zu kopieren. Selbst wenn das Video nur 20 Sekunden lang ist, ist das großartig. Es ist eine unterhaltsame und einfache Art zu lernen, wie Deutsch wirklich gesprochen wird. Okay. Deutsch im Alltag zu verwenden, ist nicht schwierig. Es braucht nicht viel Zeit. Du brauchst keinen Lehrer, um es zu tun. Und hier ist das Geheimnis: Verwandle kleine tägliche Handlungen in Deutschübung. Anstatt Guten Morgen in deiner Muttersprache zu sagen, sage Guten Morgen. Anstatt deine To-Do-Liste in deiner Muttersprache zu schreiben, versuche es auf Deutsch. Anstatt 5 Minuten Fernsehen in deiner eigenen Sprache zu schauen, schau 5 Minuten auf Deutsch. Diese kleinen Handlungen bauen starke Gewohnheiten auf, und starke Gewohnheiten schaffen selbstbewusste Deutschsprecher. Also denk daran, mach Deutsch zu einem Teil deines Lebens. Lass es in deinem Handy, deinem Tagebuch, deinen Gedanken und deiner Stimme sein. Lass es Teil dessen sein, wer du bist, nicht nur dessen, was du lernst. Wenn du das tust, wird sich Deutsch nicht wie Hausaufgaben anfühlen. Es wird sich wie etwas anfühlen, mit dem du lebst. Und dann beginnt die wahre Sprachfertigkeit. Bis zum nächsten Mal.